Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das vermutliche Paris DLC-Datum wurde geleakt, die Achievements zum DLC sind schon für euch sichtbar und in der Siedlung haben wir einige Gebäude bzw. Orte entdeckt, die das Paris DLC andeuten und das schauen wir uns heute alles an. Auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed, nicht nur Lore, Hintergrundinfos, sondern auch News natürlich. Und wenn ihr die Ersten sein wollt, die nichts verpassen, dann auf jeden Fall jetzt ein Abo da lassen. Aber nun zu den Achievements als allererstes, denn der liebe Nutzer Lobomon und Jimmy Green, die haben mich darauf hingewiesen, dass es auf der PS4 die Achievements schon gibt. Und die schauen wir uns heute an. Sehr interessant. Generell gibt es aber eine Spoilerwarnung zu den Achievements, denn es gibt dort 1, 2, 3 Achievements, die so ein bisschen auf die Story hindeuten können. Wenn ihr das also nicht sehen wollt, dann jetzt gerne abschalten oder mal hier in die Mastery Challenge Playlist reinschauen, falls ihr das zum Beispiel noch nicht abgeschlossen habt in Gold. Das erste Achievement ist ziemlich simpel. Tun, was richtig ist. Schließe die Kampagne von der Belagerung von Paris ab. Relativ simpel. Also nach gut 15 Stunden, denke ich mal, sind wir da mit dem Achievement durch. Das zweite Achievement ist ähnlich. Wissen, was richtig ist. Und zwar schließe alle Gebiete im Frankenreich ab. Also müssen wir wahrscheinlich alle Geheimnisse, Rätsel und Schätze in den jeweiligen Gebieten einsammeln. Achievement Nummer 3, die edlen 3, deutet auch schon so ein bisschen auf die Geschichte hin, denn hier müsst ihr alle 3 fränkischen Adligen besiegen. Und das heißt, es gibt nur 3 Stück. Eventuell sind das Ordensmitglieder quasi, in Anführungsstrichen. Weiß ich nicht ganz. Schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare und wir schauen mal, was davon stimmt. Bei dem vierten Achievement, Vive la Resistance, müsst ihr den maximalen Verruf bei den Rebelleneinsätzen erreichen. Also ich denke mal, das ist sowas ähnliches wie der Ruf in Dublin oder das Ansehen von der Stadt in Dublin, nur halt bei Rebelleneinsätzen in Paris. Das 5. Achievement ist ein Hinweis auf eine mystische Bestie, und zwar nämlich den Geister-Auerochsen. Besiege den Bullen heißt der Erfolg und da müssen wir natürlich diesen Geister-Auerochsen besiegen. Keine Ahnung, ob es da eine Legende zu gibt. Wenn ihr eine kennt, könnt ihr sie mir gerne reinschreiben. Ich kenne dazu leider keine. 4 Erfolge gibt es noch. Wenn euch das Video aber bisher gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt machen wir weiter mit dem 6. Achievement, nämlich die Weinlese. Ein sehr lustiger Erfolg, zumindest der Name ist nice. Trage das Reaper Rüstungsset und töte einen Gegner mit einer Sense, ist der folgende Erfolg. Ich denke, das ist machbar. Im Deutsch heißt es Schnitter-Rüstungssatz, ein bisschen komisch. Aber ja, ich frage mich, wie das Set aussieht. Da hat Andy Reloads bestimmt auch schon ein paar Leaks rausgehauen zu, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Das 7. Achievement, das wird auf jeden Fall meine Freundin freuen, das lasse ich sie auch machen, glaube ich. Katzen streicheln heißt der, streichel alle Katzen in Ebrokast, also Ebrokast ist wahrscheinlich eine Region dann. Sehr geil auf jeden Fall. Was es damit auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Und das letzte öffentliche Achievement, Achievement Nummer 8, Majestätsbeleidigung, schließe 10 Rebelleneinsätze ab. Und das ist dann auch, denke ich mal, vergleichbar mit den königlichen Aufträgen. Vielleicht machen sie noch so ein bisschen mehr Schwierigkeit rein. Vielleicht wird es ein bisschen umfangreicher. Da würde ich mich sehr freuen. Ich finde es aber cool, dass sie dieses Gimmick, diese Mechanik reingehauen haben. Und das letzte ist ein geheimes Achievement. Wenn ihr das nicht sehen wollt, wenn ihr sagen wollt, okay, ich möchte es selber erreichen, dann jetzt gerne abschalten oder 30 Sekunden nach vorne springen. Sehr interessanter Name auf jeden Fall bei diesem Achievement Nummer 9. Zukunft der Vergangenheit. Und dort müssen wir das Bruderschaftshaus im Frankenreich betreten. Ich erhoffe mir ja tatsächlich eine Fortsetzung der Geschichte aus den Bruderschaftshäusern von Englerland. Also wie sie über vielleicht Paris nach Köln fliehen. Das wäre sehr interessant. Das werden wir aber herausfinden. Meint ihr, wir werden mehr Assassinen sehen dort? Werden wir überhaupt Assassinen sehen? Oder wird es auch eine, sage ich mal, leere Gruft sein, die wir besuchen und wo wir nur alte Zettel lesen und nichts weiter? Was ist eure Meinung? Möchte ich gerne mal wissen. Danke auf jeden Fall nochmal für die Bilder, Lobomon. Die sind ja nämlich schon seit dem 20. sichtbar auf der PlayStation 4 bzw. bei den Erfolgen. Und das Datum wird nochmal sehr relevant werden, der 20. Juli. Bevor wir jetzt mit dem Release-Datum weitermachen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir hier ein bisschen Support da lasst und gerne den Dränger-Daumen nach oben betätigt oder natürlich das Abo nutzt mit der Glocke, da würde ich mich freuen. Aber jetzt legen wir los, denn auf Twitter habe ich gestern etwas gesehen, was ich extrem krass fand, nämlich ein Bild von einem Account, Assassin's Creed Central heißt der, und der hat etwas, sage ich mal, gerepostet eigentlich von einer italienischen Facebook-Seite, nämlich La Crypta degli Assassini, und die hat von einem Nutzer ein Bild bekommen, was ihr jetzt sehen könnt. Denn The Siege of Paris, August 5th steht hier, soll angeblich am 5. August released werden. Das allerdings ist kein offizieller Post, das ist nichts Offizielles. Und Leute, ich sage euch auch, dass das, glaube ich, nicht stimmen kann. Und warum, das erkläre ich euch gleich. Aber hier seht ihr quasi eigentlich einen Text, der ziemlich legit aussieht. Sail to the war-torn kingdom of Francia and besiege the
fortified city of Paris. Fight the merciless forces of Charles the Fat and form strategic alliances to safeguard your clan's future. Get the Season Pass now to enjoy the Siege of Paris on August 5th. Nun nenne ich euch aber mehrere Gründe, die aufzeigen, dass das DLC nicht am 5. August rauskommen kann. Zum einen schauen wir uns mal das Bild an. Hier, The Siege of Paris, rechts unten sehen wir den Internet Explorer, das alte Symbol noch, das ist schon mal ein Hint und ein Verweis zum Microsoft Windows Store. Und ich war dort, ich habe dort alles durchgeschaut und ich habe da nichts gefunden dergleichen, auch nicht irgendwie auf anderen Seiten oder ich habe mit Leuten gequatscht. Also es ist, sage ich mal, nicht auffindbar. Der zweite Punkt ist alleine die Qualität des Bilds. Es ist, sage ich mal, nur so ein Foto von einem Monitor. Es kann natürlich stimmen, ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Es kann aber auch natürlich editiert sein. Des Weiteren sehen wir natürlich einen schönen Text, der geschrieben ist, ja, mit Informationen, die so klingen und auch der Schriftstil, die so klingen, als würde der Release dort stattfinden. Meiner Meinung nach glaube ich nicht, dass das Ganze am 5. August kommt. Unabhängig davon, dass das vielleicht mal geplant war, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, also da habe ich keine Informationen. Dennoch aber sage ich euch warum. Schauen wir uns doch mal dafür das Zorn der Druiden DLC an. Dort kam am 22. April das erste Mal eine Info mit den Achievements zu dem Zorn der Druiden DLC auf der PlayStation 4. Am 27. April, also 5 Tage später, kam ein Update, das Update 1.2.1. Und 16 Tage später, dann kam erst der Release zum Spiel. Wenn wir das Ganze jetzt hier reflektieren und rauflegen auf die Zeitpunkte jetzt zum Paris DLC, dann haben wir Folgendes. Am 20. waren die Achievements zum Paris DLC sichtbar. Eine Woche später haben wir ein Update 1.3.0. Jetzt kann man sagen, entweder 16 Tage später kommt das Update, das wäre dann der 13. August, oder wenn wir davon ausgehen, dass wir vom Zeitpunkt, wo das Achievement sichtbar war, 3 Wochen nach vorne gehen, so wie es auch beim Zorn der Druiden DLC war, dann haben wir halt den 10. August. Denn ich finde persönlich, das ist ganz schön früh, wenn dazwischen sogar noch ein kleines Fest kommen soll, was ja Andy Reloads auch schon in seinem Video erklärt hat. Und ja, wir schauen mal. Es kann auch gut möglich sein, dass wir vielleicht sagen, hey, wir haben jetzt am 27. das Update, dann gibt es erstmal eine Woche das Fest, dann gibt es erstmal eine Woche Ruhe und dann in der dritten Woche, also am 17. August oder am 20. August, gibt es dann das DLC. Aber ich denke mal 10. bis 13. oder 10. oder 13. August ist das passende Release-Datum für das Paris DLC. Aber Freunde, jetzt eine ganz andere Sache, und zwar, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch eine Kleinigkeit, denn wenn wir uns die Siedlung mal anschauen und zum Festplatz gehen, sehen wir schon, da ist schon so ein kleines Lagerfeuer und so. Das ist gar nicht so interessant, denn wir wissen eh, dass da was kommt. Aber wenn wir dann mal weitergehen, an dem Gebäude vorbei, wo das Irland DLC gestartet hat, dann sehen wir schon einen Bauplatz mit ein paar Dingen, die jetzt nichts aussagen, aber dort wird dann höchstwahrscheinlich auch das Gebäude zum Paris DLC gebaut werden. Und da bin ich sehr gespannt, tatsächlich, was denn kommt, wie es aussieht und so weiter. Aber Freunde, das war's von meiner Seite. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Bonus für euch, denn jemand möchte euch noch was sagen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt oder dann bis zum Ende gleich, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare Bernd. Und wenn ihr das gemacht habt, dann weiß ich es auf jeden Fall. Wollte ich erst morgen eigentlich ein Video zu raushauen, beziehungsweise heute Abend. Aber ich möchte euch jetzt damit schon verfüttern. Dementsprechend viel Spaß, ja. Und er möchte euch ganz dringend was sagen. Denn er hat da was gehört. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.